Hallo zusammen! Nachdem wir euch im letzten Video mit in die Karibik genommen haben, setzen wir nun unseren Weg nach Süden fort. Kommt mit auf eine Entdeckungsreise durch das wunderbare Patagonien. Nach dem Intro geht's los. Nachdem wir die Seeelefanten und die Pinguine an der Küste verlassen haben, ging es für uns erst einmal quer durchs Land nach Westen. Der Weg führt uns vorbei an Dinosauriern bis nach Piedra Parada, wo der Frühling auf uns wartet. Es handelt sich hierbei um einen weitläufigen Vulkankrater. Im Canyon können wir nicht nur wandern gehen, sondern auch unsere ersten Kondore beobachten. Auf dem Weg durch den Canyon begegnet uns mehrmals eine Mousehole-Snake, die wir dann natürlich neugierig beobachten. Neben der Schlange und vielen merkwürdigen Vögeln, die wir noch nicht kennen, finden wir hier auch ein tolles Klettergebiet. Das nutzen wir natürlich erst einmal ausgiebig, bevor wir uns mit Bruno und Renate von papermobil.ch treffen und bis zur Andenkette weiterziehen. Wir genießen ein paar Tage in Esquel und gehen dann bei Futaleufú über die Grenze nach Chile. Zum Rafting ist es uns noch zu kalt. Das wollen wir aber machen, wenn wir später hierher nochmal zurückkommen. Danach nehmen wir Kurs auf die Carretera Austral, die angeblich schönste Fernstraße der Welt, und durchqueren im Anschluss noch einmal die argentinische Pampa, um bis nach El Calafate zu kommen. Die Carretera Austral in Chile ist super abwechslungsreich, und damit meine ich nicht nur die Umgebung, sondern auch die Straße selbst. Zwischen gutem Asphalt und wirklich gruseligen Grötelpisten kann man hier einfach alles finden. Um uns herum ist es endlich wieder grün und überall sehen wir klare Bergbäche, Flüsse und Wasserfälle. An einem Fjord, der direkt neben der Straße liegt, begleiten uns sogar Delfine ein kurzes Stück. Das sind Delfine. Ich sehe sie. Also oh mein Gott. Sind die Schnee? Neben den Schlaglöchern muss man hier auch auf Wildpferde oder Rinder aufpassen, die sich neben oder auf der Fahrbahn aufhalten können. Wir durchqueren kalten Regenwald, was für uns eine ganz neue Erfahrung ist, und überqueren einen Pass, um auf der anderen Seite den riesigen Lago General Carrera zu erreichen. Hoch oben auf dem Pass liegt noch Schnee. Im Oktober ist der Frühling noch nicht allzu weit vorangeschritten und deshalb ist es nicht selten, dass man hier noch in Schneegestöber gerät. Um an den Lago General Carrera zu gelangen, fahren wir über unzählige Brücken und durchqueren die unterschiedlichsten Landschaften, in denen sich der Frühling immer mehr durchsetzt. Der See befindet sich zum Teil in Chile, aber auch in Argentinien, wo man ihn Lago Buenos Aires nennt. Hier befinden sich auch die berühmten Marmorhöhlen, die wir später im Sommer noch besuchen werden. Dieser See ist so riesig und so klar, dass wir auch bedenkenlos unseren Tank hier füllen, bevor wir entlang des Sees bis über die Grenze nach Argentinien weiterfahren.
Kaum auf der argentinischen Seite angekommen, erwartet uns wieder die endlose Pampa. Wenigstens kurz hinter Perito Moreno mit einer farblichen Abwechslung. Kilometer um Kilometer fahren wir, bis wir in El Calafate am Rande der Pampa angelangen. Hinter der hübschen Stadt El Calafate wartet unser eigentliches Ziel, der Perito Moreno Gletscher. Wir verbringen eine Nacht zwischen Pampa und Grünland, bevor wir pünktlich zur Öffnung des Nationalparks zum Gletscher fahren. Immer wieder sehen wir größere und kleinere Stücke vom Gletscher abbrechen und mit Getöse ins Wasser stürzen. Die bis zu 77 Meter hohe Gletscherfront ist ständig in Bewegung. Zeitweise sperrt sie sogar einen Seitenarm des Lago Argentino vollständig ab und staut diesen auf. Und am Ende haben wir sogar Glück und können während unseres Aufenthalts einen größeren Kalbungsvorgang miterleben und sehen, wie ein ganzes Stück der Front auf einmal abkracht. Guck mal, was für eine fette Welle. Stunde um Stunde verbringen wir hier, bevor wir uns losreißen können und wieder zurück zu unserem Ben gehen. Ja, der kalbende Gletscher war definitiv eins unserer absoluten Highlights in Patagonien. Aber auch der Nationalpark drumherum ist wunderschön und lädt zum Wandern ein. So, heute ist mal wieder Wasserfüllen angesagt und dazu haben wir heute einen kleinen Fluss. Unser Weg führt uns weiter nach Chile zum Torres del Paine Nationalpark. Leider ist es sehr regnerisch und wir können nicht wandern gehen. Am Abend hat der Wettergott aber doch ein wenig Mitleid mit uns und der Himmel lockert ein wenig auf, so dass wir einen kurzen Blick auf die berühmten Granitberge erhaschen können. Es geht weiter in Richtung Feuerland. Doch bevor wir übersetzen, machen wir einen Zwischenstopp in Punta Arenas. Hier finden wir sogar eine deutsche Feuerwehr. Anfangs waren wir ja wirklich skeptisch, ob wir den Weg nach Feuerland überhaupt auf uns nehmen sollten oder ob wir uns diesen Teil sparen. Glücklicherweise haben wir uns doch dazu entschieden, denn die wilde Natur begeistert uns und wir entdecken faszinierende Moorlandschaften. Hol mal die anderen. Ich hol mal die anderen dann. Bisschen moorig zwar, aber das geht. Brücke, das sind aus zwei Baumstämmen. Das sind Baumstämmchen. Also sie halten Christa aus. Achtung, hier ist ein bisschen... Hallo, was soll denn das heißen? Dann werden sie mich auch halten. Achtung, hier ist ein bisschen matschig. Da muss man aufpassen. Hier ist eine Brücke. Tim, nimmst du deine Jacke wieder? Ushuaia ist die südlichste Stadt der Welt. Die Hafenstadt ist umrahmt vom Beagle-Kanal auf der einen Seite und von hohen Bergen auf der anderen. Auch wenn wir so überhaupt nicht die Stadtmenschen sind, nehmen wir uns trotzdem die Zeit, das Gefängnis- und Marinemuseum zu besuchen und viel über die Seefahrt und die Anfänge der Stadt zu lernen.
Und auch über die Ureinwohner, die zum größten Teil ihren Alltag nackt bestritten, lernen wir jede Menge. Für uns ist das absolut unvorstellbar, denn selbst jetzt im späten Frühling frieren wir in unseren dicken Jacken ganz schön. Wir haben es geschafft. Am südlichsten Punkt, den man mit dem Auto erreichen kann. Mit dem Ende der Ruta 3 erreichen wir mit unserem Ben den südlichsten Punkt, den wir selbst befahren können. Ab hier geht es nur noch mit dem Boot weiter. Der Nationalpark, in dem die Ruta 3 endet, ist auf jeden Fall immer einen Besuch wert. Auch hier finden wir tolle Wälder und Moore, Wildpferde und natürlich auch das südlichste Postamt der Welt. Wir genießen Feuerland und sind verliebt in seine wilde Schönheit, in seine Artenvielfalt und die tolle Natur, der wir hier immer wieder begegnen. Und wer hätte am Ende schon gedacht, dass Feuerland nicht unser südlichster Punkt der Reise sein wird? Im nächsten Video geht es für uns noch viel weiter in den Süden. Wir erleben fantastische Momente in der Antarktis. Abonniert also am besten unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like und einen Kommentar hinterlasst. Bis zum nächsten Mal.